Eigentlich sollte das hier ein ganz normales Reisevideo werden. Ein Video darüber, wie ich in die USA fliege, um unsere neue Hündin Linelle abzuholen. Monatelang hatte ich diese Reise geplant. Flüge gebucht, Hotels reserviert, Mietwagen organisiert. Jeder einzelne Schritt war durchgetaktet. Eigentlich konnte gar nicht mehr viel schiefgehen. Dachte ich. Denn was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, war die komplette Streichung eines Transatlantikfluges. Und genau damit fing alles an. Aus einem entspannten Kurztrip wurde innerhalb weniger Stunden ein Flugabbruch, verbranntes Geld, stornierte Hotels, eine komplette Neuplanung der Reise und ein 22-stündiger Roadtrip quer durch 5 Bundesstaaten. Zwischendurch gab es mehr als einen Moment, in dem ich mich gefragt habe, ob dieser Plan überhaupt noch aufgehen kann. Aber aufgeben war keine Option. Wie aus einem perfekt geplanten USA-Trip ein logistischer Ausnahmezustand wurde, das seht ihr jetzt. Freitagmorgen, 8 Uhr. Maurice und ich machen uns auf den Weg nach Frankfurt. Vor uns liegt ein Kurztrip in die USA. Freitag hin, Sonntag schon wieder zurück. Der Zeitplan ist zwar straff, aber genau so war die Reise geplant. Die Stimmung? Richtig gut. Nach monatelanger Vorbereitung geht es endlich los. Gegen 9:30 erreichen wir das Parkhaus P2 am Terminal 1 am Frankfurter Flughafen. Ich hatte den Parkplatz extra im Voraus reserviert und bezahlt. Eigentlich sollte das eine Sache von 2 Minuten werden. Eigentlich. Denn plötzlich standen mehrere Autos so bescheuert in ihren Parklücken, dass schlicht kein Durchkommen mehr war. Zurücksetzen? Keine Chance. Wer das Parkhaus in Frankfurt kennt, weiß, das Parkhaus besteht aus Einbahnstraßen. Also blieb nur eine Möglichkeit. Komplett wieder raus. Und genau damit war das bereits bezahlte Parkticket erloschen. Ich durfte ein neues ziehen. 85 € einfach weg. Also wieder reinfahren, ein normales Parkticket gezogen, Auto auf Ebene 9 abgestellt, Koffer geschnappt und weiter. Ganz ehrlich, das war zwar ärgerlich, aber deswegen gerät man nicht in Panik. Dafür plant man schließlich Reserven ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Ahnung, dass diese 85 € Parkticket an diesem Wochenende mein kleinstes Problem sein würden. Eigentlich sollte das Boarding um 12:20 Uhr beginnen. Doch schon am Gate gab es den nächsten Zwischenfall. Ein Fluggast war komplett eskaliert. Was genau passiert ist, weiß ich bis heute nicht. Fest stand nur, die Bundespolizei musste eingreifen und den Mann aus dem Terminal begleiten. Dadurch verzögerte sich bereits das Boarding. Unser planmäßiger Abflug war um 13:10 Uhr. Tatsächlich hob unsere Boeing 747 erst gegen 14 Uhr ab. Ganz ehrlich, das hat mich überhaupt nicht aus der Ruhe gebracht. Eine knappe Stunde Verspätung, dafür hatte ich genügend Puffer eingeplant. Ich war fest davon überzeugt, dass wir trotzdem problemlos in Washington ankommen würden. Kurz nach dem Start meldete sich plötzlich der Kapitän. Er fragte über die Bordlautsprecher, ob sich Ärzte oder medizinisches Fachpersonal an Bord befinden. Kurz darauf standen 3 Ärzte und 2 Krankenschwestern auf und gingen nach vorne. Mehr wussten wir erstmal nicht. Es gab keine weiteren Informationen und der Flug verlief ganz normal weiter. Ich saß am Fenster, schaute nach draußen und filmte ein bisschen. Irgendwann fiel mir auf, dass die Maschine eine größere Kurve flog. Mein letzter Flug lag ungefähr 20 Jahre zurück, deshalb habe ich mir dabei ehrlich gesagt überhaupt nichts gedacht. Um 14:30 Uhr meldete sich der Kapitän erneut. Er erzählte, dass die Ärzte und die Krankenschwestern empfohlen hätten zu landen. Ein etwa 3-jähriges Kind an Bord müsse schnellstmöglich medizinisch versorgt werden. Natürlich hatte dafür jeder Verständnis, also ging es runter. Allerdings nicht zurück nach Frankfurt. Unser Ziel war jetzt Köln-Bonn. Um 14:50 Uhr setzte die Maschine schließlich in Köln auf. Zu diesem Zeitpunkt dachte ich immer noch, okay, das dauert jetzt vielleicht ein bisschen, aber danach fliegen wir weiter. Dass wir an diesem Tag Washington überhaupt nicht mehr erreichen würden, damit habe ich in diesem Moment keine Sekunde gerechnet. Um 14:51 Uhr standen wir also in Köln. Und jetzt hieß es warten. Am Anfang war ich ehrlich gesagt völlig entspannt. Für mich war das eine ungeplante Zwischenlandung, mehr nicht. Ich war fest davon überzeugt, dass wir nach einer gewissen Verzögerung einfach weiterfliegen würden. Um 16:03 Uhr bekamen wir dann die erste richtige Information. Uns wurde erklärt, dass unsere Boeing nach der Landung technisch überprüft werden müsse. Der Grund war die sogenannte Heavy-Load-Landung. Da die Maschine komplett für den Flug nach Washington betankt war, konnte sie nicht mit dem normalen Landegewicht aufsetzen. Deshalb war diese technische Kontrolle vorgeschrieben. Eigentlich klang das für mich immer noch nicht dramatisch. Ich dachte, okay, die schauen sich die Maschine an und dann geht's weiter. Doch dann kam das nächste Problem. In Köln gab es keinen Lufthansa-Techniker, der diese Prüfung durchführen konnte. Also musste erst ein Techniker aus Frankfurt anreisen. Um 16:57 Uhr traf dieser schließlich ein. Jetzt ging die technische Überprüfung endlich los. Und selbst da war ich noch überzeugt, dass wir später einfach weiterfliegen würden.
Vielleicht mit etwas Verspätung, aber eben noch am selben Tag. Dann kam 17:27 Uhr. Und mit einer einzigen Durchsage änderte sich der komplette Verlauf unserer Reise. Uns wurde erklärt, dass die technische Überprüfung zusammen mit der verbleibenden Flugzeit nach Washington dazu führen würde, dass die Crew ihre maximal zulässige Dienstzeit überschreiten würde. Ein weiterer Flug war deshalb nicht mehr erlaubt. Der Flug wurde offiziell gestrichen. Ich weiß noch genau, wie ich in diesem Moment dachte, ernsthaft jetzt? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Mit einer Verspätung rechnet man, mit schlechtem Wetter vielleicht auch, aber dass ein kompletter Transatlantikflug einfach gestrichen wird, damit rechnet man doch nicht. Wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit? 0,1%, also fast nicht existent. Und genau da wurde mir klar, ich brauche einen neuen Plan. Denn mein kompletter Zeitplan hing an genau diesem Flug. Wir verließen schließlich die Maschine. Um 19:14 Uhr saßen wir dann endlich im Bus zurück nach Frankfurt. Und genau auf dieser Busreise begann die komplette Neuplanung unserer Reise. Um 19:40 Uhr setzte sich der Bus endlich Richtung Frankfurt in Bewegung. Bis wir überhaupt losfahren konnten, dauerte allerdings noch. Maurice und ich hatten zum Glück nur Handgepäck. Viele andere Passagiere mussten erst auf ihre Koffer warten, die wieder aus der Maschine ausgeladen wurden. Während die meisten im Bus einfach nur erschöpft aus dem Fenster schauten, hing ich bereits am Telefon. Und zwar insgesamt 51 Minuten. Mit einer und derselben Lufthansa-Mitarbeiterin. An dieser Stelle muss ich wirklich mal ein Lob aussprechen. Die Dame war unglaublich freundlich, ruhig und vor allem lösungsorientiert. Sie hat wirklich alles versucht, damit ich irgendwie noch in die USA komme. Der Unterschied zu den meisten Passagieren war nämlich, die bekamen automatisch neue Umbuchungsvorschläge per E-Mail oder per Lufthansa-App. Bei mir passierte gar nichts. Der Grund war meine Buchung. Durch die AVI-Buchung für Linell konnte mich das System nicht automatisch auf einen anderen Flug umbuchen. Alles musste manuell erledigt werden. Also klärte ich der Mitarbeiterin meine Situation. Washington wäre natürlich meine erste Wahl. Aber wenn es morgen früh keinen Flug nach Washington gibt, dann bringen Sie mich bitte einfach irgendwo an die Ostküste. Newark, LaGuardia, JFK, Philadelphia, Boston, ist mir völlig egal. Ich muss nur morgens drüben sein. Wenn ich erst nachmittags ankomme, schaffe ich es zeitlich nicht mehr. Deshalb, egal welcher Flughafen, zur Not fliege ich auch auf der Tragfläche mit. Zum Glück konnte sie sogar kurz darüber lachen. Dann begann die Suche. Minuten vergingen. Immer wieder hörte ich nur Tastaturgeräusche. Zwischendurch prüfte sie Verbindung für Verbindung. Schließlich sagte sie, ich habe etwas gefunden. Samstagmorgen, Frankfurt nach New York. Allerdings gab es ein Problem. Obwohl wir bereits wussten, dass unser Flug gestrichen war, war diese Information im Lufthansa-System noch gar nicht hinterlegt. Erst nachdem das passiert war, konnte sie mich tatsächlich umbuchen. Damit stand mein neuer Plan. Samstagmorgen, Abflug in Frankfurt. Ankunft um 13:30 Uhr Ortszeit in New York. Direkt vom Flughafen in den Mietwagen und anschließend noch rund 10 Stunden Fahrt bis zur Züchterin. Geplante Ankunft Samstagabend gegen 23 Uhr Ortszeit. Mir war allerdings sofort klar, was diese Umbuchung bedeutete. Meine Hotelbuchungen in Pittsburgh und Allentown würden als No-Show verfallen. Das Geld war weg. Also rief ich direkt die Züchterin an. Ich erklärte ihr die komplette Situation und fragte, ob Maurice und ich stattdessen bei ihr übernachten könnten. Zum Glück war das überhaupt kein Problem. Danach musste ich nur noch den Mietwagen auf den neuen Abholort und die neue Ankunftszeit umbuchen. Als wir schließlich in Frankfurt ankamen, war mein kompletter USA-Trip neu geplant. Alles, was ich monatelang vorbereitet hatte, war innerhalb einer einzigen Busfahrt komplett umorganisiert. Als wir wieder in Frankfurt ankamen, ging es nicht direkt ins Hotel. Zuerst mussten wir zum Lufthansa-Service-Schalter. Neue Bordkarten, neue Sitzplätze, einfach alles noch einmal von vorne. Auch dort hatten wir Glück. Die Mitarbeiterin dort war super. Sie organisierte uns wieder 2 Fensterplätze. Die Sitze mit mehr Beinfreiheit, die ich ursprünglich gebucht hatte, waren allerdings nicht mehr verfügbar. Aber ganz ehrlich, das war mir inzwischen mittlerweile völlig egal. Ich wollte einfach nur noch in die USA. Anschließend bekamen wir Hotelgutscheine für das Steigenberger Hotel und um 23:41 Uhr kamen wir dann dort auch an. Wir waren komplett erledigt. Dann der nächste kleine Dämpfer. Das Restaurant des Hotels hatte bereits geschlossen und wir hatten mittlerweile richtig Kohldampf. Also blieb nur eine Lösung: Lieferando. Während das Essen unterwegs war, ging es erst einmal unter die heiße Dusche. Irgendwann, gegen 1 Uhr nachts, saßen wir dann mit einer Pizza und einer Spaghetti Bolo auf dem Hotelzimmer. Rückblickend war das wahrscheinlich die entspannteste halbe Stunde des gesamten Tages. Viel Schlaf blieb allerdings nicht. 3 Stunden später klingelte bereits wieder der Wecker. Kurz nach 5:30 saßen wir wieder im Taxi Richtung Flughafen. Es war Ferienbeginn in Hessen. Deshalb wollten wir unbedingt möglichst früh an der Sicherheitskontrolle sein. Zum Glück klappte das problemlos. Danach hieß es erst einmal warten. 4 Stunden. Dann begann endlich das Boarding und dieses Mal hob der Flieger tatsächlich Richtung New York ab. Während des Fluges merkte ich allerdings schnell den Preis der Umbuchung.
Die ursprünglich gebuchten Sitze mit mehr Beinfreiheit waren weg. Mit 2 Meter Körpergröße saß ich auf einem ganz normalen Economy-Sitz, wie eine Sardine in der Dose. An Schlaf war praktisch nicht zu denken. Und genau das war das eigentliche Problem. Denn ich wusste ganz genau, was nach der Landung auf mich wartete. 13:30 Uhr Ortszeit, Ankunft am JFK. Direkt zum Mietwagen und anschließend noch einmal rund 10 Stunden Autofahrt bis nach Middleburn. Mit jeder Stunde im Flugzeug wurde mir klar, der anstrengendste Teil dieser Reise lag noch vor mir. 13:30 Uhr, endlich, wir waren in den USA. Nach allem, was in den letzten knapp 2 Tagen passiert war, war das erst einmal ein richtig gutes Gefühl. Viel Zeit zum Durchatmen blieb allerdings nicht, denn die Uhr lief. Vor uns lagen jetzt noch rund 10 Stunden Autofahrt bis nach Middleburn in West Virginia. Und ich wusste ganz genau, was ich bereits hinter mir hatte. Ein gestrichener Transatlantikflug, mehrere Stunden in Köln, die Busfahrt zurück nach Frankfurt, 3 Stunden Schlaf und anschließend 9 Stunden Flug ohne eine Minute Erholung. Jetzt musste ich trotzdem noch quer durch mehrere Bundesstaaten fahren. Also raus aus dem Terminal, rein in den Airtrain und direkt zu National Car Rental. An der Stelle muss ich wirklich sagen, der Emerald Club hat mir an diesem Tag richtig Zeit gespart. Kein Anstehen am Schalter, keine Nummern ziehen, keine Diskussion über Zusatzversicherungen. Der Mitarbeiter schaute kurz auf meine Reservierung und fragte Emerald Club. Ich sagte yes. Er antwortete nur choose whatever you want. Und genau so muss das funktionieren. Auto aussuchen, Koffer einladen, ab zur Schranke und in wenigen Minuten bist du schon auf der Autobahn. Nach den letzten 36 Stunden war jede gesparte Minute Gold wert. Der neue Plan war eigentlich ganz einfach. Samstagabend gegen 23 Uhr Ortszeit bei der Züchterin ankommen. Ein paar Stunden schlafen, am nächsten Morgen Linnell übernehmen und anschließend direkt wieder zurück Richtung New York. Knapp, aber machbar. Zumindest dachte ich das. Die ersten Stunden liefen auch genau so, wie ich es geplant hatte. Das Navi zeigte immer weniger Meilen bis zum Ziel. Doch irgendwann machte mein Körper einfach nicht mehr mit. Nach den letzten 2 Tagen ließ die Konzentration spürbar nach. Wer schon einmal eine lange Strecke gefahren ist, kennt dieses Gefühl. Du merkst selbst, dass du nicht mehr 100% aufmerksam bist. Und genau dann wird Autofahren gefährlich. Da hilft auch kein Kaffee mehr. Also traf ich die einzig vernünftige Entscheidung. Runter von der Interstate, das erstbeste Hotel nehmen. Als wir dort ankamen, dachte ich nur, Hauptsache 2 Stunden schlafen. Mehr wollte ich gar nicht. Ich sage es mal so. Das Hotel hätte problemlos als Kulisse von einem Horrorfilm durchgehen können. Von außen gruselig, von innen wurde es nicht besser. Aber in diesem Moment wäre mir das völlig egal. Ich wollte einfach nur noch die Augen schließen. Länger als 2 Stunden hielt ich es dort allerdings nicht aus. Um 3 Uhr morgens saßen wir bereits wieder im Auto. Die letzten Kilometer warteten noch auf uns und damit war auch mein neuer Zeitplan endgültig dahin. Sonntag, kurz nach 5 Uhr morgens Ortszeit. Wir biegen endlich auf den Hof der Züchterin in Middleburn ein. Nach fast 2 Tagen voller Chaos haben wir es tatsächlich geschafft. Und dann wurde mir erst bewusst, wie knapp wir eigentlich unterwegs waren. Rechnen wir das Ganze einmal kurz durch. Nachdem unser ursprünglicher Flug gestrichen worden war, hatte ich während der Busfahrt nach Frankfurt einen neuen Plan aufgestellt. Der sah vor, dass wir am Samstag gegen 23 Uhr bei der Züchterin ankommen, dort ein paar Stunden schlafen und am Sonntagmorgen um 6 Uhr wieder Richtung New York aufbrechen. Doch selbst dieser Plan hielt nicht. Die Müdigkeit zwang uns unterwegs zu einem ungeplanten Stopp. 2 Stunden Schlaf in einem Hotel, in dem ich eigentlich keine Minute länger bleiben wollte. Dadurch verschob sich unsere Ankunft noch einmal deutlich. Am Ende rollten wir erst um 5 Uhr morgens auf den Hof. Mit anderen Worten, als wir ankamen, hätte Plan B vorgesehen, dass wir in einer Stunde eigentlich schon wieder Richtung JFK unterwegs sind. Viel knapper kannst du so einen Trip überhaupt nicht kalkulieren. Und trotzdem hat es funktioniert. Wenn ich heute auf diese Reise zurückblicke, ist es eigentlich verrückt, was innerhalb von nicht einmal 48 Stunden alles passiert ist. Ein gestrichener Transatlantikflug, eine komplette Neuplanung der Reise, verlorene Hotelbuchungen, 3 Stunden Schlaf, ein 9 Stunden langer Flug und anschließend noch einmal 10 Stunden Autofahrt quer durch mehrere Bundesstaaten. Ganz ehrlich, genauso hatte ich mir diesen Trip definitiv nicht vorgestellt. Aber manchmal hast du einfach das Gefühl, Murphys Gesetz hat sich persönlich auf dich eingeschossen. Alles, was schief gehen konnte, ging auch schief. In so einem Moment hast du genau 2 Möglichkeiten. Du kannst dich darüber aufregen oder du richtest dein Krönchen, suchst nach einer Lösung und machst einfach weiter. Und genau das haben wir gemacht. Am Ende sind wir angekommen und genau darum geht es auf diesem Kanal. Nicht darum, dass immer alles perfekt läuft, sondern darum, auch dann weiterzumachen, wenn der ursprüngliche Plan längst nicht mehr funktioniert. Im nächsten Teil nehme ich euch mit zur Linnells Übergabe. Ich zeige euch, welche Unterlagen wir tatsächlich gebraucht haben, was beim Check-in am JFK alles kontrolliert und geprüft wurde und wie der Rückflug mit Linnell verlief und wie die Einreise inklusive Zoll in Deutschland tatsächlich abgelaufen ist.
Außerdem zeige ich euch die Dinge, über die vorher irgendwie niemand spricht, wenn man einen Hund aus den USA nach Deutschland holt. Das und noch vieles mehr erfahrt ihr im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal bei Geht nicht, gibt's nicht.